Hallo zusammen, herzlich willkommen in unserem selber ausgebauten Van. Wir befinden uns gerade in dem schönen Kroatien. Wie ihr seht, die Sonne scheint gerade und wir sind nicht weit weg vom Paklenica Nationalpark. Wir wollen jetzt mal die Möglichkeit nutzen und eine Roomtour machen, euch mal unseren Van zeigen. Deswegen kommt mal mit rein. Wir haben einen Sprinter ausgebaut mit der Länge 2, Höhe 2 und ab Werk waren bereits die tollen Fenster drin. Sie sind schön groß und machen den Sprinter wirklich sehr hell. Wir haben auch noch eine Tönungsfolie drauf gemacht, damit es von außen uneinsichtig ist. Ich befinde mich gerade auf dem Fahrersitz. Den Fahrersitz haben wir drüber gemacht, damit wir auch hier an dem Tisch schön arbeiten oder essen können. Von der linken Seite von mir aus war vorher eine Sitzbank drin, die haben wir rausgeschmissen, einen einzelnen Sitz verbaut und den haben wir auch drüber gemacht. Im Fahrerraum haben wir auch einen Vorhang installiert, dass wenn wir mal abends mal das Licht anhaben, möchten wir nicht unbedingt gesehen werden. Und der Vorhang dunkelt es richtig schön ab. Den Vorhang befestigen wir hier über die B-Säulenverkleidung mittels Druckknöpfen. Und ganz schnell ist der Vorhang auch wieder hier an der B-Säulenverkleidung wieder dran gemacht. Wir haben auch noch eine weitere Möglichkeit, den Fahrerraum abzudunkeln. Und zwar können wir hier diese Thermomatten nehmen. Die haben wir ganz normal über Fenderösen befestigt und über diese Schnallen hier. Die Thermomatten können wir über Saugnäpfe an der Windschutzscheibe hier befestigen und wir haben noch 2 Thermomatten für einmal die rechte Seite von dem Fenster und für die linke Seite. Und es ist natürlich auch ein guter Kälteschutz. So, und komme ich mal zu den Vorhängen hier auf der Seite. Es hilft natürlich enorm, wenn man für die Vorhänge einen speziellen Stoff verwendet und das ist ein Verdunkelungsstoff. Das heißt, das Licht kommt nicht rein und auch nicht raus. Den Vorhang können wir ebenfalls wie den Vorhang, den ich vorhin gezeigt habe, hier an den Druckknöpfen befestigen und hier unten sind Magnete vernäht und die kann man hier einfach so dran machen. Und ganz schnell ist der Vorhang auch wieder zurückgemacht. An den Tisch haben wir hier auch noch einmal ein paar Ablagemöglichkeiten und können hier über 12 Volt Steckdosen etwas laden oder hier über USB. Den Tisch können wir hier ausklappen. Das ist wunderbar, wenn hier mehrere Leute drin sind und dann können von vorne aus 2 Leute sitzen auf der Sitzkiste und wir können hier auch noch eine Stuhle zustellen und das ist wirklich toll. Ansonsten ist unsere Sitzkiste auch gleichzeitig unser kleiner Kühlschrank. Es kühlt abends etwas ab und in der Kiste bleibt es schön kalt. Deswegen lagern wir auch ein bisschen Kram hier drin. Wir haben hier auch nochmal so ein Trennelement drin und hinter diesem Trennelement befindet sich die Planarstandheizung und diese hat 4 kW. Sie saugt die Luft hier vorne über dieses Lüftungsgitter an, erwärmt die Luft und befördert die Luft dann hier über dieses Gitter wieder nach draußen. Und das ist perfekt, wenn man hier sich auf die Kiste setzt und dann kann man hier schön seine Füße wärmen. Ansonsten haben wir noch weiteren Stauraum hier in der Küche. Und zuerst zeige ich euch mal die Tische. Wir können die Küche erweitern und können unseren Kocher, der Kocher hat zwei Platten zum Kochen und den können wir hier rüber stellen. Das gleiche können wir auch draußen machen. Und zwar ist vornherein wichtig, auch draußen zu kochen. Deswegen haben wir auch draußen einen Tisch verbaut. Und den Tisch können wir auch ganz einfach runterklappen. Und den haben wir in der passenden Höhe installiert, damit wir auch von draußen auch kochen können. In der Küche haben wir eine Spüle, einen Seifenspender, einen Wasserhahn, eine kleine Schublade. In der Schublade sind Gewürze drin, Besteck, Kleinigkeiten. Ansonsten in dem Küchenschrank haben wir Töpfe, eine Pfanne und Obst und Gemüse. Und unten ebenfalls auch Obst und Gemüse und unsere tolle Fußpumpe. Und das funktioniert ganz einfach. Aus dem Tank per Fußtritt können wir das Wasser in den Wasserhahn befördern. Hier oben haben wir ebenfalls auch nochmal Staumöglichkeiten. Da lagern wir unseren Tee, Gewürze und so weiter.
An der Seite des Schrankes können wir auch noch mal was verstauen, wie Gewürze oder Topflappen, und können hier unten auch noch mal über die Haken etwas aufhängen. Wir haben in dem Dach eine Dachhaube installiert, und diese Dachhaube ist von Fiama und lässt sich ganz einfach durch das Drehen öffnen und schließen. Zusätzlich haben wir noch eine Ventilation mit drin. Das sind einfach 2 PC-Lüfter. Sie sind sehr verbrauchsarm und auch sehr leise. Hier seht ihr unsere Schränke. Die Schränke haben wir aus einem Fichte-Tanne-Gestell gebaut, und an das Fichte-Tanne-Gestell haben wir Sperrholzplatten geschraubt, die wir dann mit weißem Dekowachs behandelt haben. Und das alles ist dann mit Nietmuttern an der Karosserie befestigt. Das sind unsere Klappen. Die Klappen sind aus Palovnia-Holz. Palovnia-Holz ist ein sehr leichtes Holz, wie Balsaholz. Man muss es allerdings behandeln, da es ein sehr weiches Holz ist. Primär haben wir es gebeizt, damit es die schöne Farbe bekommt, haben es dann mit Siegellack behandelt. Die Griffe sind aus einem Hanfseil gefertigt, und innen drin haben wir einen Dämpfer verbaut, damit die Klappe auch oben bleibt. Hier seht ihr, haben wir ganz viel Zeug drin, Gemüse, Obst, und auf der linken Seite haben wir unser ganzes Badzeug drin. Über die Tür hier können wir auch noch mal in den Innenraum im hinteren Bereich gelangen, und auf der linken Seite haben wir den Wassertank. Der Wassertank ist 45 Liter groß, und das Wasser reicht uns für ca. 3 Tage. Wir entnehmen das Wasser meistens aus Brunnen. Wir filtern das Wasser dann über ein Aktivkohleelement und über ein Keramikelement und befördern dann das frisch gefilterte Wasser dann in den Tank. In dem Tank schwimmt selber noch eine Härtekeramik drin, die dafür sorgt, dass der Tank nicht verkeimt. Eine Entlüftung ist natürlich auch noch dran. Von dem Tank aus kommt dann auch über die Fußpumpe dann das Wasser zum Wasserhahn. Hier seht ihr unsere Bordelektronik, darunter den MPP-Regler. Wir haben auf dem Dach eine 150 Watt Peak Solaranlage von Off-Grid-Tech und brauchen den MPP-Regler, damit unsere Batterie mit der optimalen Ladekurve geladen wird. Hier unten seht ihr dann unseren Ladebooster, ebenfalls von Votronic, und wir können sozusagen während der Fahrt unsere Batterie über die Lichtmaschine laden. Somit haben wir auch 2 Quellen für unsere Batterie, einmal die Solaranlage und einmal den Ladebooster. Hier seht ihr unser Bedienelement für die Standheizung. Wir können hier die Standheizung einfach an- und ausmachen oder die Temperatur von der Standheizung regeln, wenn sie an ist. Hier unten ist unser Batteriemonitor, und der zeigt uns an, wie voll die Batterie ist. Momentan liegen wir bei 100%, die Batterie ist also voll, und dann schauen wir uns kurz mal an, mit was wir laden. Wir laden mit ca. 0,2 Ampere momentan, und das nur, weil die Batterie voll ist. Hier seht ihr noch ein paar Lichtschalter, einmal für den vorderen Kreislauf und einmal für den hinteren Kreislauf, und hier ist nochmal der An- und Ausknopf für den Ventilator oben in der Haube. In unserem Van haben wir insgesamt 5 Lichtkreisläufe. Ich zeige euch das mal kurz. Hier vorne einmal der erste Lichtkreislauf, der zweite ist da hinten. Ansonsten haben wir hier noch eine Lampe und eine Außenleuchte, und hier im Stauraum befindet sich ebenfalls noch eine Lampe. Die Leuchten sind sehr sparsam und haben eine Leistung von 1,7 Watt. Das ist unser Bett. Das Bett ist 1,40 Meter mal ungefähr 1,90 Meter groß, und wir haben in dem Bett eine richtige Matratze vom Ikea drin, was es unglaublich bequem macht. Hier hinten sind unsere Schränke. Wir nutzen die Schränke hier auf der Seite für unsere Kleidung. Ich mache es mal auf. Hier seht ihr einige Klamotten, die hier drin sind. Und auf der anderen Seite haben wir auch noch ordentlich viel Stauraum für andere Sachen, die wir so mit haben, wie Handtücher und so weiter. Also wie ihr seht, wir kriegen das nicht wirklich voll. Hier haben wir auch noch mal eine kleine Ablage, die wir abends sehr gerne nutzen, um Klamotten reinzuschmeißen oder unsere E-Book-Reader. Die Seitenverkleidung ist tapeziert. Sie besteht aus 4 mm Pappelholz, und das Pappelholz haben wir mit Wachs behandelt. Wir haben es zweimal damit eingeschmiert und danach mit Strukturtapete tapeziert. Hier ist noch unser kleines Fenster von Dometic. Wir können das Fenster hier aufmachen und für eine gute Durchlüftung sorgen und dann wieder zumachen. Und hier nochmal verdunkeln, genauso wie wir aufmachen, oder hier auch nochmal ein Fliegennetz nutzen. So viel zu unserem Innenausbau. Wie es hinten unter dem Bett bei uns ausschaut, das zeige ich euch jetzt. Folgt mir mal mit nach hinten. Die Hecktüren haben wir auch verkleidet. Das ist ebenfalls Pappelholz
Und das haben wir dann mit Wachs imprägniert und dann tapeziert mit einer Strukturtapete. Und hier haben wir auch noch mal so ein bisschen Stauraum und das haben wir aus der alten Verkleidung rausgenommen. Dasselbe haben wir dann auf der anderen Seite. Hier haben wir es ebenfalls tapeziert und hier ist auch noch mal so eine kleine Ablage drin für die Vorhänge. Das sind Isoliervorhänge, die haben wir auch selber genäht und innen drin ist eine Luftpolsterfolie. Auf der Seite der ganz normale Vorhangstoff wie vorne auch und hier nochmal eine isolierende Seite. In der Mitte sind mehrere Steppungen und somit kann man den Vorhang ganz einfach zusammenklappen und dann in dem kleinen Fach verstauen. Wie ihr seht, haben wir unterm Bett wirklich sehr viel Stauraum. Wir haben das Bett extra deswegen fest installiert, damit wir eben den Stauraum nutzen können. Denn wir sind begeisterte Kletterer und Fernwanderer und haben wirklich viel dabei. Unter anderem mit den Alukisten und hier vorne haben wir auch noch Longboards und einen Roller mit. Ansonsten seht ihr hier nochmal unseren Gaskasten. Den Gaskasten haben wir natürlich luftdicht gemacht, hier nochmal mit einer Dichtung und haben eine 5 Kilo Flasche mit. Die 5 Kilo Flasche reicht uns, da wir wirklich nur mit Gas kochen, ungefähr 3 Monate. Auf der Seite seht ihr unsere Batterie. Die Batterie hat 100 Ampere-Stunden und ist von Langzeit. Das ist eine Gelbatterie. Und hier oben haben wir unsere Hauptschalter. Mit den Hauptschaltern können wir unsere Verbraucher ausmachen, wie Solaranlage oder Ladebooster. Und hier ist unser Router, den haben wir jetzt neu mit an Bord und es ist echt einfach nur geil, mit dem Router ins Internet zu gehen. Der Router ist von Huawei und man kann eine SIM-Karte mit reinmachen. Und dadurch, dass wir halt wirklich viel reisen, können wir in dem jeweiligen Land eine SIM-Karte kaufen und sie dann einfach reinstecken. Funktioniert übrigens auch über 12 Volt. Hier unten können wir auch noch mal Sachen trocknen. Genauso wie hier Sachen auch noch mal aufhängen zum Trocknen. Und hier die Haken, die haben wir auch noch mal nachträglich dran gemacht. Ebenfalls, um hier etwas aufzuhängen, was nass ist. So, das ist unser Ausbau. Ich hoffe, unsere kleine Roomtour hat euch gefallen. Wenn ihr mehr über bestimmte Themen wissen wollt, dann geht ruhig auf unsere Internetseite. Sie lautet www.sprüntour.de. Da findet ihr viele hilfreiche Informationen, unter anderem wie ihr eine Solaranlage verbaut oder Informationen über einen Wasserfilter oder die Holzbehandlung. Deswegen schaut gerne rein. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei eurem Ausbau und ciao!